Ist es möglich, gewöhnliche Knochen in einen Schatz zu verwandeln? In der Welt des Handwerks wird dies als weißes Gold bezeichnet. Zuerst wird das grobe Material auf Platten gesägt und auf den Zustand der Seide geschliffen. Jedes Detail, ein Blütenblatt oder eine Locke, wird von Hand gesägt. Eine falsche Bewegung und wochenlange Arbeit fliegt in den Müll. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Grundlagen vorzubereiten. Der Meister schlägt mit einem scharfen Meißel Millimeter für Millimeter den Baum aus und schafft eine Spiegelnaht für das Muster. Es ist wichtig, die Tiefe zu beachten, damit der Knochen perfekt bündig sitzt. Es ist notwendig, hunderte von Nestern ohne einen einzigen Fehler zu klopfen. Dann werden die Teile in die Rillen eingeschlagen, bis sie zu einem einzigen Ornament verschmelzen. Der letzte Schliff entfernt den trüben Schleier und das weiße Muster blinkt auf dem roten Baum. Dieser Tisch wird seit Jahrhunderten dienen. Bewerten Sie die Geduld des Meisters in den Kommentaren.